Bonjour, willkommen, Madame et Monsieur. Ich bin Luc Pierre und ich heiße euch willkommen zu einer weiteren Episode von Nils Plays. Und auch heute spiele ich wieder King's Quest 2. Wo ich das letzte Mal tatsächlich eine Familie vereinigt habe. Diese widerwärtige Kürbisse dort konnten dank mich wieder zusammen in einem Bett leben. Es ist ein seltsames Spiel, wenn ich so drüber nachdenke. Aber nun habe ich eine Brosche gefunden und diese Brosche passt perfekt, weil sie blau ist, zu dieser Meerjungfrau, zu der ich jede Schrott bringe, die ich finde. Ich meine, irgendwas muss ihr gefallen, nicht wahr? Irgendwas muss diese wählerische Meerjungfrau einfach gefallen. The mermaid eyes the valuable for a moment, but does not appear overly interested in it. Ach du dämliche Schlampe, geh weg. Vielleicht sollte ich mir diese Brosche einmal genauer ansehen. The brooch has an enormous sapphire encircled by 2 rows of glittering diamonds. Es ist wirklich sehr wertvoll. It is a simple clay bowl. Being just an empty bowl, it holds nothing of importance. Warum habe ich diese Schale behalten? The center stone is smooth to the touch. You might want to add something else to the bowl first. Oh, ich verstehe. Mon Dieu. Ich habe eine Idee. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum, aber ich habe eine Idee. You're quite sure that the mother pumpkin wouldn't appreciate that. In Ordnung. Aber möglicherweise, wenn ich irgendwo Erde auftreiben kann, kann ich eine kleine Zitronenbaum in die Schale züchten. Ich wüsste nicht, wozu ich einen Zitronenbaum brauchen könnte, aber ich hätte dann einen Zitronenbaum. Oui, in Ordnung. Möglicherweise ist das auch eine doofe Idee. Nun, Barista. Poking string. Lasst uns mit ihr reden, hm? If I were to, say, purchase the shell, what would it cost? A trifle would you expend 7 golds. I fear that I did not bring any money. Curiosity, I find, in one who travels but with nothing to barter brings. Good point. Ich habe etwas, was ich tauschen kann. Hier. Good merchant, does this interest you? Thanking you, but no. Mon Dieu, das ist das Wertvollste. Ach, das ist... Ich bin ein bisschen beleidigt. Das passt. The librarian has no interest in... In Ordnung. Dann gehe ich. Ist dieser Laden inzwischen offen? The door is locked. A sign next to it reads, "Open from noon till sunset." The sun's position in the sky indicates it is currently midday. The owner must not be an early riser. In Ordnung. Ich habe verstanden, dass es ihr nichts zu holen gibt. Ich brauche Erde. Und ich brauche, und ja, was brauche ich noch? Wo finde ich Erde? Und, naja, ist auch, möglicherweise gehe ich einfach alles ab und finde dann irgendwo Erde. Irgendwo wird es Erde geben. Sie wird mir ins Auge fallen, ich weiß es. There's no need to realign the sign. It's fine. Oh, der Erzähler reimt schon wieder. Ich mag diese Reime. You like... Can I talk to you? Is there anything more I can do for you? Thirsty, Mama. Now that you mention it, my baby is feeling a bit poorly. After all, living in a bowl ain't too good for your health, you know. No, I did not know that. What would make your baby feel better? Wasser natürlich. Fresh water. Of course. Not too sweet, though. In fact, the more bitter, the better. My children are very particular about what they drink. I will see what I can do. Bitter water. Oui? Bitter.
Wo kann ich... Oh, ich weiß, wie ich... Ah, ich weiß es. Ich habe verstanden. Was, kann ich... Mon Dieu, ich bin eine Dummkopf. Ich brauche wahrscheinlich nur irgendeine Wasser, nicht wahr? Lasst uns erst Wasser holen. Wasser. Ich brauche die kleine Schale hier. Ich bin eine Genie, müsst ihr wissen. Luc Pierre. You consider that this water might be fresh enough to drink, but then decide that more than a few animals might have bathed in it. Mon Dieu, ich muss die ganze Weg zu dieser kleinen, wunderschönen Quelle hinunterlaufen. Ich habe keine Lust doch. Das ist doch nicht... Mon Dieu. Ich sollte ein Teleportationssystem auf diese Insel installieren. Sobald ich erstmal König über dieses Land bin. Und ja, das wird definitiv früher oder später passieren. Ich bin mir relativ sicher. Auf Wiedersehen, kleine Zauberer. Ich habe keine Zeit, um mit dich zu spielen. Ich muss Wasser für eine Kürbis besorgen. Und auch an diesen Satz möchte ich nie wieder erinnert werden. You fill the bowl with the fresh spring water. So, mon Dieu, und nun noch die Zitrone After using hinein. your sword to cut the lemon surface, you squeeze some of its juice into the bowl. Then you discard. Ich bin schon eine ganz schöne Elb, muss ich sagen. Nicht wahr? Ich habe es wieder geschafft, eine Aufgabe für die kleine Kürbis zu erledigen. Warum tue ich mich aufhalten mit diesen Dingen? Ich weiß es nicht, aber möglicherweise wird es mir am Ende mehr nutzen, als ich denke. Ihr trinkt das. You pour the bitter water over the baby pumpkin. Mon Dieu. It seems to like that. Thank you again, Graham. Here, take this. Oh, was finde ich nur... Oh, gib mir bitte weg The mit deinen pumpkin reaches Tentakeln. into her head and pulls out a candle, which she then hands to you. Was soll ich... That thing has been jammed in my head for as long as I can remember. I know it ain't much, but maybe you'll find some use for it. Thank you. Don't mention it. Besides, it's really hard for me to sleep with that thing lit up inside my head all night. Das glaube ich. Ich könnte nicht mit einer Kerze in meinen You Kopf attempt to schlafen. mold the candle into a wax miniature, but the candle remains unimpressed. Was mache ich mit einer Kerze? Nothing. Ich bin ein bisschen verwirrt. Nothing. Nothing. Manche, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Wo kann eine Kerze hinkommen? Ich habe noch keinen Ort gesehen, wo eine Kerze angemessen ist. Möglicherweise. Lass mich einmal sehen. The candle is unlit. Ja, das ist richtig. Das habe ich festgestellt. Ist nun diese Kirche offen? Möglicherweise sollte ich noch einmal mit die... The door appears to be barred. Möglicherweise sollte ich noch einmal mit dieser Kürbis sprechen. Diese Kürbis scheint viele Aufgaben für mich zu haben und immer wieder Belohnungen für mich bereitzuhalten. Möglicherweise ist es doch vollkommen egal. You don't think the mother pumpkin would allow you to simply remove her from her babies. You are quite sure that the mother pumpkin... Gibt es... A word of warning. Agatha has been talking about you. Yes, I Agatha. heard her mention your name while she was muttering to herself. She does that when she's inspected her valuables. Anyway, I'd stay clear out of her way if I were you. Wer ist I Agatha? appreciate the advice. Will Hagatha not be angered when she discovers you've given your candle away? What's she gonna do? Turn me into a pumpkin? Good point. Eine gute Besides, Idee. I could just blame the dwarf. He's earned himself a bad reputation from the day he moved here. Pity no one can catch him, not even Hagatha. Interessant. Möglicherweise kann ich mit diesem Zwerg tatsächlich... Oh, niemand kann diesen Zwerg fangen, sagst du. Niemand, You rap on the treehouse door and wait a moment, but get no response. Möglicherweise.
You have come upon a quick little dwarf. Dwarves have a bad reputation. You keep that to yourself. You can't use that there. Ich sollte etwas mit diesem Zwerg tun. Ich weiß allerdings noch nicht. You don't need the rope. You don't trying to find Forrester. In Ordnung. Niemand kann diesen Zwerg fangen, oui? You rap on the. You have. Er hat mich bestohlen, diese kleine Dieb, oder? Was hat er mich gestohlen? Ich habe... Alles? No, irgendetwas fehlt. Die Blume? No, ich habe alles. You rap on the. Er kommt nicht wieder, oder? Wenn ich nur wüsste, wie ich dich beeindrucken A kann. mermaid basks on a nearby rock. Her long flowing hair extends over most of her upper body. Oh. The green scales on her lower body sparkle as she basks in the sun. You can't use that. The color of the brooch clashes with your. Ich muss eine Möglichkeit finden, irgendetwas. You consider following the ancient war tradition of falling on your sword to ensure that your death is honorable. Then you remember that you're not currently in a war. Oh, möglicherweise hast du recht. The pearl rolls precariously in the palm of your hand. Ich habe keine Ahnung, was ich tun kann. Ich kann nirgendwo hin. Ich bin ein heimatloser Mensch. Ich kann nirgendwo hin. Ich bin so heimatlos. Ich habe keine Ahnung von nichts. Ich bin... Ist das eine Schatten oder eine Pfütze? A path runs through to the. A path. Seltsam. Das sieht komisch aus. Vielleicht kauft er Kerzen. Good merchant. Does this interest me? Thanking you, but no. Möglicherweise verkauft er keine Kerzen. The sign atop the store simply says A. You already have 2 A's in your name, Graham. Let's not get greedy. Du hast vollkommen recht. That would do nothing useful. Ich weiß, aber möglicherweise sollte ich es trotzdem tun. Why can't I? You are not a member. Well then, can I become a member? No, Why can I not become a member? we already have far too many members. It's difficult to keep track of everything. Arme. How many members are there? 2. Oh, If I may inquire, who are your 2 members? You may not. Neither the Count of Kalima nor the elderly gentleman who lives next door would approve of my divulging that information to you. Ah, thank you anyway. You mentioned that the Count of Kalima is a member of this library. Yes. Have you seen him recently? The librarian looks at you strangely. No. Is there any way I might meet the Count? Yes. How? Die. the Count is dead? I would have to die to meet the Count? Depends. On what? Your importance. And if I am important? Then you might be fortunate enough to be buried on his estate. Who is buried on the Count's estate? Counts. Aha. Mon Dieu. Past Counts, of course. Anyone else? Yes. Who? Him. Pardon? Do you mean the Count is dead? The librarian decides to avoid your gaze and seems disinclined to speak further with you on the subject. The librarian seems In Ordnung, also ist die Kraft von diesem Land tot. removing the quill without any immediate purpose might cause the librarian to notice that it is missing. You have no desire to stop the
You have a large grandfather clock sits against the wall. It seems to keep good time. Also ist diese Graf tot und der Mann nebenan ist aber auch ein Mitglied, nicht wahr? There appears to be a sign on the door, but you need to get Lasst uns diese Zeichen doch einmal lesen. a year on, and you still look pretty The door is plain and has a mail slot. It also has a sign posted on it. You read it. The family of the deceased wishes to thank you all who have expressed their condolences over the passing of their loved one. Frederik hat eine... You also notice something sticking out from under the door. Aber ich kann... You are unable to retrieve anything from there. You can't quite get your fingers on whatever is visible under the door. Ich möchte diese Note noch The einmal... door is plain and May his soul be in peace in the name of the day. Okay. you also notice something Ist also tot. Auch. Oder so ähnlich. Ich bin so verwirrt. Was mache ich nur? Ich muss irgendwie ein Mitglied werden. repressing. The people of Kalima lead busy lives. They have no time for... Natürlich. Und mit diesem Wissen, denke ich, kann ich mit gutem Gewissen diese Episode auch beenden, während ich diese Wege entlang gehe. Ich hoffe, hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann favorisiert die Video. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal von die Nils. Und wenn ihr mir was zu sagen habt, schreibt es da hinten in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich liebe euch alle. Auch wenn ihr schon tot seid, möglicherweise, nicht wahr? Sowas würde doch die Nils in diesem Fall sagen, oder? Nicht? Nicht? Oui? No, ich bin verwirrt. Ach Gott, ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll in diesem Spiel. Bis zu dem nächsten Mal. Bis bald.